Wir sind in Bilbao. Wir haben die letzten Tage hier schon an diesem wunderschönen Stellplatz verbracht. Direkt mit Bilbao im Hintergrund. Ja, wir haben so ein paar Dinge erledigt. Unter anderem waren wir beim Arzt, mussten einige Proben abgeben. Das wird jetzt gecheckt, deswegen sind wir noch eine Weile hier in der Gegend, bis wir dann die Ergebnisse bekommen und ja, wir dann die entsprechenden Arzneimittel verschrieben bekommen. Und so lange werden wir uns hier noch die Zeit vertreiben. Wir wollen uns heute mal Bilbao anschauen. Wir sind jetzt bisher immer noch durchgefahren. Hier trifft auf jeden Fall moderne Architektur auf eine wunderschöne Landschaft. Und ja, wir gucken uns jetzt mal die Stadt an. Ja, wir werden zwar nicht überall rein können, weil mit Hund hat man nicht überall Zutritt, aber wir werden uns das Ganze von außen angucken, was geht. Und hier gibt es ja das berühmte Guggenheim-Museum. Ja. Da werden wir bestimmt nicht rein können mit Cäsar. Aber das Gebäude ist ja von außen schon imposant, deswegen mal sehen, was wir uns heute alles anschauen können. Lass das mal den Papa machen. Papa macht das gut. Zu viel Stromberg geguckt, ja. Die haben Pflege bekommen, dann muss ich die doch heute auch ausführen. Ja, zum Glück hast du schon neue, ne? Ich warte ja immer noch auf die Bestellung. Deine sind unterwegs. Sehe ich aber noch nicht. Geduld ist eine Tugend. Ja. Sei froh, dass du jetzt noch so schöne Temperaturen hast. Du wirst noch lange genug frieren diesen Winter. Ja, da hast du recht. Winter's coming. Da hast du recht. Aber ich habe ja eine persönliche Heizung denn jetzt im Bett. So, wir begeben uns jetzt erstmal auf Parkplatzsuche. Oh Gott, das wird was Ja, in das der ist Stadt. In der Großstadt immer nicht so einfach. Und dann ziehen wir los. Ja? .13:37 Uhr. Aha. Top-Zeit zum Erkunden. Wenn alles Siesta machen. Also wie Oktober fühlt sich das noch nicht an, oder? Nee, wie gesagt, ich war schon auf Herbst eingestellt. Ich hatte meine lange Hose an und dachte, die kurze kann ich wegpacken. Ja, aber hier ballert es heute wieder Voll. extrem, oder? Die alte Schlapperbacke, was der wegsäuft, geht auf keine Kur, oder? Das ist der Wahnsinn. Der trinkt mehr als ich. Ja, der trinkt mehr als wir. Wenn der Bier trinken würde, der würde mich unter den Tisch trinken. Und arm machen zugleich. Ja. Diese einzigartige Straße mit bunten Häusern erinnert an das Londoner Viertel Notting Hill. Das Viertel Irala wurde von dem Geschäftsmann Juan José Irala gefördert und im Jahr 1916 erbaut, um Arbeiter und Angestellte der Mittelschicht unterzubringen. Welcome to Little England. Das erwartet man gar nicht hier in Spanien, hä? Nein, und dann hat man hier so eine kunterbunte Straße mit diesen schönen alten Bauten. Echt mega schön. Und immer wenn ich durch so eine bunte Straße laufe, dann denke ich, wir bräuchten auch viel mehr bunte Häuser in Deutschland. Man sollte viel mehr Häuser anstreichen. Ja, das war alles in weiß. Ja. Langweilig. Aber dieses Flair, das ist Wahnsinn. Wenn da jedes Haus eine andere Farbe hat als das andere, das macht es einfach aus. Und dann doch die ganzen grünen Bepflanzungen. Villa Kunterbunt. Ja, so schön. Das sieht echt schön aus hier. Ja, aber wenn wir jetzt hier runterlaufen, kommen wir direkt in die Altstadt. Das ist gar nicht Na, mehr so weit. perfekt. Ja. Ich habe nämlich Lust, mich hinzusetzen, Leute. Vielleicht so einen Kaffee zu trinken oder was zu snacken.
gerade echt stark beeindruckt, was für eine Vielfalt Bilbao zu bieten hat. Wir dachten eigentlich, es ist eine reine Industriestadt, aber hat auch noch ganz viel anderes zu bieten. Also richtig schöne Viertel mit spanischen Altbauten und dann hast du wieder irgendein Kunstwerk an Gebäude um die Ecke. Hier gibt es richtig viel zu entdecken. Und dann hast du noch den Fluss, der sich hier durch das ganze Tal schlängelt. Ist cool. Hat was. Cäsar macht langsam auch schlapp, weil wir schon seit 10 Kilometern hier durch die Stadt laufen. Aber wir müssen ja auf jeden Fall noch beim Guggenheim Museum vorbei. Und da laufen wir jetzt mal vorbei und machen uns dann auf den Weg zurück zu Pumba. Was uns hier auch aufgefallen ist, also sowohl auf der Autobahn als natürlich auch hier in der Innenstadt, dass als erstes alles immer auf Baskisch angeschrieben und ausgeschildert ist. Und die baskische Sprache ist die älteste noch lebende Sprache in Europa. Krass, oder? Wahnsinn. Dass das innerhalb noch in der heutigen Zeit in so einem großen Land mal existiert, ne? Ja. Und die hat ja auch überhaupt keine Verbindung irgendwie zum Spanischen, ne? Überhaupt gar nicht, und die Entstehung ist bis heute noch ein Geheimnis. Also ich habe mich so ein bisschen belesen, weil es super interessant ist und man kann halt nichts davon ableiten. Also keine romanische Sprache oder kein Latein. Es ist total interessant. Das ist eine Spinne, die aussieht, als hätte sie einen sprechenden Hut auf. Also wir müssen echt sagen, die Stadt hat uns übelst positiv überrascht. Die ist mega vielfältig, was Bauwerke und Landschaft und Gestaltung und ja, die gesamte Stadtstruktur halt angeht. Ja, Also, war ein schöner Tag. total. Mein Highlight war ja ganz klar die englische Siedlung und die süße Altstadt. Da gab es so wunderschöne Gebäude, wobei hier auch an der Promenade entlang am Wasser gibt es auch so schöne Bauwerke. Ja, da steht auch ein Herrschaftsgebäude nach dem anderen, oder? Ja. Und zwischendrin halt dieser industrielle Wohnblock-Style. Ja. Aber es hat irgendwie trotzdem was, diese Mischung. Dann hast du über diese alten Eisenbrücken hier über den Fluss. Ja, die Parks sind so schön angelegt mit den Palmen. Ja, genau, es waren die Parks zwischendurch. Also wir hatten erst so gehört, ja, Bilbao, so eine Industriestadt, die nicht so schön sein soll. Aber hat uns irgendwie komplett vom Gegenteil überzeugt, oder? Ist doch ganz cool anzusehen und gibt es auch einiges zu sehen und zu erleben. Ja, jetzt geht es erstmal zurück. Wir sind geschafft. Ja, wir sind schon lange nicht mehr so viel gelaufen. Nee, das stimmt. Ich kann gerade nicht mal mehr aussteigen. Meine Beine sind so schwer. Es ist jetzt schon sehr spät. Ich glaube so nach um 7.
Und wir sind jetzt am Stellplatz angekommen und werden jetzt kochen, essen, schlafen. Ausruhen. Ja, wir sind schon so lange nicht mehr so viel an einem Tag gelaufen, oder? Ja, das war eine große Kundungstour. Shame on us. Mister sitzt jetzt wieder auf dem Sitz. Gerade eben lag er noch wie tot zwischen unseren Sitzen und hat gepennt. Ja. Und jetzt ist er wieder on fire. Ne, er wartet aufs Armbrot, ne? Ja, der hat auch Hunger. Ich glaube, ich bleibe noch kurz 5 Minuten hier sitzen und dann schaffe ich es. Oder ich drehe einfach einen Sitz. Genieß die Aussicht. Ja. Bye. Tschüssi. Oh Mann, der isst wieder seinen eigenen Fuß. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir fahren jetzt zur Post und holen ein sehr wichtiges Paket ab. Da freut sich jemand schon sehr drauf, gell? Da kommt ein Stück Lebensqualität zurück. Sind noch nicht alle abfahrbereit. Ich habe eine Überraschung für dich. Ha, geil, neue Schuhe. War aber auch Zeit. Ja, ich hoffe, sie passen. Wir waren erfolgreich bei der Post. Wir haben erfolgreich eingekauft. Wir waren auch für Cäsar nochmal shoppen. Der hat ein neues Geschirr bekommen und endlich eine Schleppleine haben wir gefunden. Liegt jetzt gerade ganz ausgepowert hier am Boden, weil er so viel Geschirre anziehen musste und anprobieren. Ja, aber wir sind jetzt mega happy, dass wir jetzt eins haben für Laufen gehen, Fahrrad fahren, Skateboard fahren. Und jetzt fahren wir zum Strand. Da machen wir das Paket auf und dann haben wir noch was anderes Wichtiges vor heute, aber dazu später mehr. Ein cooler Stellplatz direkt an der Windmühle. Cool. Und hier vorne soll gleich das Meer sein. Gucken wir mal. Oh, es ist schön wieder an der Küste zu stehen, oder? Wow, das sieht ja super schön aus. Ja. Ziemlich neblig, ne? Ja. Seenebel hier unterwegs heute. Ja, und hier sieht man auch richtig, dass der Herbst angekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Und eine voll schöne Promenade. Da werde ich jetzt erstmal das Skateboard rausholen und mit Cäsar eine Runde drehen. Ja, bin ich gespannt, wie das hier läuft mit dem neuen Geschirr. Na jetzt hier, perfekt vorbereitet. Der Winter kann kommen. Du tropfst auf meine Füße. Tada! Geil! Endlich wieder wie ein Mensch laufen. Oh, das war so nötig. Ich habe wieder eine Sohle. Zum Vergleich. Alter, dieser Schuh. Krass. Könnt mich mal sponsern, Birkenstocks. Tut mal was für eure Kunden. Geil. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich muss die Schuhe nicht mehr hinterherziehen, weil sie mir sonst mal vom Fuß gefallen wären. Die haften wieder richtig schön. Oh, geil. Da dreht er seine Runden. Wie ein neuer Mensch. Ja, vor allen Dingen für den Rücken. Der freut sich auch. So Leute, es ist allerhöchste Zeit, dass wir Pumba jetzt mal von innen sauber machen. Überall hängt noch Sahara-Staub oder Haare von Cäsar oder alles
Mögliche. Deswegen müssen wir jetzt mal ein Deep Clean machen. Step by Step, von vorne nach hinten. Ja, wir fangen vorne an und arbeiten uns nach hinten durch. Los geht's. Wir fahren die halbe Wüste mit uns rum und guckt euch das einfach mal an. Das ist ein richtiges Sandhäufchen hier. Ach Gott. Sauber für dich, mein Schatz. Also für mich ist das super sauber. Im Vergleich zu vorher. Ja. Tina ist noch nicht ganz zufrieden. Ja, es ist krass, weil in jeder Ritze ist einfach Sand. In jeder Ritze. Man kriegt es nicht raus. So ein Vakuumierer, der den Sand rauszieht. Ja, man kriegt es nicht raus. Man kriegt es nicht raus. Ja, aber das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Also so, da fahre ich wieder gerne. Vorher war ich schon echt grenzwertig. Grenze. Wir räumen jetzt den Rest wieder rein und gehen mit Cäsar noch mal eine Runde an den Strand runter, weil wir wollen auch noch mal baden und er braucht Auslauf. Und dann war es das für heute. Morgen geht es dann weiter. Heute ist Tag 3 unserer großen Säuberungsaktion. Wir haben die ganze Zeit am Pumper geschrubbt. Es kamen so viele Sandhäufchen raus und so viele Haare vom Cäsar. Die halbe Sahara. Die halbe Sahara, ja. Und jetzt ist heute auch Cäsar dran. Wir dachten, es wird mal Zeit, dass er auch gewaschen wird. Hier gibt es nämlich neben der Laundry auch noch für die Hunde eine Waschstation und die wollen wir jetzt mal nutzen. Wir sind gespannt, wie es wird. Es geht. Ja. Komm her. Komm her. Oh. So geht's Cäsar. Fein. Supi. Ah, das ist eklig. Und was sagst du zu deiner ersten Wäsche hier? Was sagst du zu deiner neuen Frisur? Oh, du wärst richtig puffig jetzt. Ja, der ist richtig wie so ein Popcorn aufgegangen. Es liegt an der Föhnfrisur. Das ist wie beim Friseur, Cäsar. Aber er hat tapfer mitgemacht. Ja, und es ist ich dachte, richtig er schön fängt an warm. zu jaulen oder er springt raus die ganze Zeit. Aber oh, ganz brav hier, ha? Und willst du runterhüpfen? Cäsar, mach hopp. Fein, supi. Wir fahren jetzt zu einem anderen Stellplatz. Wir haben nämlich die Tage an der Mühle ein paar richtig coole Leute kennengelernt und fahren jetzt gemeinsam zum anderen Stellplatz an den Strand. Der Sommer ist auf jeden Fall ja auch zurück. Es ist mega warm und richtig schönes Wetter. I met an old man. I said, tell me your story. He took out a note.
wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. I met a young man, searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When your time is up, it's time to go. Wir sind hier an dem wunderschönen Strand Orignon. Ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus. Und bereiten gerade alle zusammen Abendessen vor. Wir werden jetzt gleich mit Tim, Thomas und Tamara Abendessen. Cesar hat schon gemampft, aber ist trotzdem voll aufgeregt, weil er hier einen neuen Freund kennengelernt hat. Der Nobby. Ja, und Nobby und Cesar spielen die ganze Zeit total süß miteinander. Gell? Du bist ganz aufgeregt. Aber er hat auch schon hier im großen Topf Essen geschnüffelt, deswegen muss er jetzt noch hier bleiben, bis unser Essen fertig ist und dann können sie weiterspielen. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. When you grow up you'll be Die Karawane zieht jetzt weiter. Nachdem wir hier ein paar wunderschöne Tage am Strand hatten, fahren wir jetzt wieder Richtung Bilbao. Richtung Bilbao, ja. Genau, wir haben Donnerstag ja noch unseren Termin, deswegen morgen ist Feiertag. Deswegen wird heute Abend wahrscheinlich in den Bars ein bisschen was los sein und da wollen wir uns dem anschließen. Morgen machen wir dann einen Fauli-Tag. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja. Supi, fein. Wir wollten gerade losfahren und ich will mich so anschnallen und auf einmal sehe ich, dass der Gurt lose ist, weil er durchgebissen wurde. Cesar hat irgendwann die Tage den Gurt durchgebissen. Also er hat es schon öfters probiert, aber wir haben es immer mitbekommen und dann gesagt, dass er es nicht machen darf und dann hat er natürlich aufgehört. Aber jetzt hat er es einfach geschafft und der Gurt ist kaputt. Wir haben es jetzt versucht mit Panzertape zu kleben. Ich zeig's euch mal. Er hat es ganz unten durchgebissen und wir haben es jetzt versucht mit Panzertape zu kleben. Oh Mann. Deiner ist heile, ha? Meiner ist heile. Ja, da haben wir für Donnerstag was Neues zu tun, ha? Ja, wir müssen einen neuen Gurt kaufen und den einbauen. Ich weiß gar nicht, wie einfach das geht an der B-Säule. Oder ob das eine Werkstatt machen muss. Keine Ahnung. Ja, mal sehen. Let's go. Nummer. Bye. Have a great time. Weiter geht's. Trennung ist immer scheiße. Ja.
Wiedersehen sagen. Ja, aber wir hatten eine richtig geile Zeit zusammen. Ja, und jetzt heißt es für jeden wieder in eine andere Richtung, ne? Mhm. Weiter geht's. Wir haben uns gerade von allen verabschiedet. Wir hatten wirklich eine super schöne Zeit zusammen und haben es auch total genossen, mal wieder mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Und auch Cäsar hat sich voll gefreut, mal einen Spielgefährten zu haben. Und jetzt fährt eben jeder wieder weiter in eine andere Richtung. Und wir haben heute noch ein bisschen was zu erledigen. Wir fahren jetzt noch in den Hundeladen, um da ein bisschen Hundefutter zu kaufen. Und dann haben wir heute Abend noch unseren Arzttermin. Da erhalten wir endlich die Ergebnisse von unseren Proben und hoffentlich dann auch Medikamente, damit es unserem Magen-Darm-Trakt endlich wieder besser geht. Ja, und dann fahren wir weiter in die Berge und wir freuen uns schon total, mal wieder eine andere Region zu sehen und einfach in den Bergen wandern zu gehen. Wir haben unsere Testergebnisse und haben es gerade schon mal übersetzt. Also sehr wahrscheinlich haben wir Salmonellen uns eingefangen. Ja. Aber wir haben dann in einer Stunde den Arzttermin, der wird uns dann genauer was sagen. Da müssen wir uns noch gedulden. Salmonellen, Stigeln, Yersinia und Campylobacter, was auch immer das ist. Das war alles festzustellen. Ja, wir wissen, was los ist. Du bist gesund, Cäsar.